Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Layouts nachbauen in Anno 1800. Im dritten Teil habe ich euch ja darüber informiert, dass ich im nächsten Teil, also im dritten Teil, dann mit Getreide und Brot anfange. Aber das erste Gebäude, was wir haben, wenn wir die ersten Arbeiter haben, ist Wurst. Deswegen beschäftigt sich dieser Teil mit Wurst-Layouts. Ich habe euch 3 Layouts mitgebracht. Zuerst möchte ich euch ein bisschen was erzählen, was Statistik angeht. Ne? Für eine Wurstproduktion brauchen wir eine Schweinezucht, eine Metzgerei. Daraus resultiert dann ohne Module eine Tonne Wurst in der Minute. So, für die Schweinezucht, die brauchen wir, kosten $500. Braucht 4 Bretter, hat Betriebskosten von 40, Arbeitskräfte braucht 30 Bauern und die Produktionszeit ist 1 Minute und 1 Minute produziert es ein Schwein und hat eine Attraktivität von -3 für eure Insel. Die Schweinerei, die Metzgerei ist verfügbar ab dem ersten Arbeiter, kostet $500, braucht zum Bauen 4 Bretter, 5 Ziegelsteine, hat Betriebskosten von $80. Arbeitskräfte sind dafür nötig, 50 Arbeiter und produziert in 1 Minute 1 Tonne Wurst. Damit versorgt ihr dann die Handwerker und die Arbeiter selber. Stromversorgung ist möglich, kann man sich ausrechnen, wie viel Output dann kommt. Und hat eine Attraktivität von -5. Das heißt, wenn ihr eine Schweinezucht und eine Metzgerei hinsetzt, habt ihr schon damit eine Attraktivität von -8 auf eurer Insel. Deswegen lohnt es sich dann später im Laufe des Spiels, wenn ihr die Mittel habt, auszuwandern, auf einer anderen Insel das Ganze auszulagern, um die Attraktivität von eurer Hauptinsel ein wenig zu verbessern. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Layout an. Das erste Layout ist dieses Layout. Klein gehalten, ist kompakt, ist nötig für, beinhaltet ein Lagerhaus, zwei Schweinezuchten, 2 Metzgereien und ist ausreichend für 2000 Arbeiter oder 1500 Handwerker. Und ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal nach und los geht's. Also, als allererstes brauchen wir ein Lagerhaus. Ja, Blaupause-Modus an. Nicht wundern, wieder im laufenden Spiel läuft die ganze Geschichte, aber ist ja gewollt. So. Im Lagerhaus oder an dem Lagerhaus kommt jetzt ist es dran. Eine Metzgerei mit genau den Abstand, aber in eine Breite. Eine Schweinezucht, auch in der Breite. Dann kommen für diese Schweinezucht 5 Felder, und zwar alle 5 Flühe. Fängt hier an. 1, 3, 4, dann so eine. Beziehungsweise hier kommt ja dann die andere hin. Dann werden hier 2 Felder freigelassen. Dann die nächste Schweinezucht, die kommt dann hier hin. 2, da kommt 2 hin. Hier die Schweinezucht hin. Dann wieder ein so. Ja, jetzt habe ich die 2 Felder in der Mitte vergessen. Wenn, dann machen wir es richtig. Ich glaube, das war... Ne, ein Feld war das nicht. Ein Feld. So. Metzgerei. Zack. Das Ganze dann einmal mit ein paar Straßen drumherum. So. Und dann rüsten wir das Ganze aus. Oder bauen aus. Das Ganze ist ohne Silos.
so sieht das Ganze aus. Im ausgebauten Zustand. Ja, das ist Layout 1, was ich euch vorstellen möchte. Das längs kann man auch schon überall hin platzieren. Ja. Geht hier hin, dreht die ganze Geschichte, geht so hin, kann so hinsetzen und passt eigentlich in jede kleine Ecke. Ja, Layout 1. Dann würde ich sagen, wir reißen das ab und kommen dann zum zweiten Layout. Das zweite Layout ist ein Layout, womit ich die ganze Zeit eigentlich gute Geschichten gemacht habe. Das Ganze, wie gesagt, 8 Wurstproduktion, 4 Schweinefarmen mit Silos, eine Feuerwehr und eine Handelskammer. Ist ausreichend für 16.000 Arbeiter oder 12.000 Handwerker. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel rumzuschnacken. Ich würde sagen, es geht los mit dem zweiten Layout. Und dann gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, dann würde ich sagen, wir fangen an. Mit als erstes einem Lagerhaus. Das Lagerhaus kriegt eine Straße drumherum. Zack. Dann kommt unterhalb dieser Straße im Hochformat eine Schweinezucht. Noch eine Schweinezucht darunter. Hoppala. Ja. Na komm. So. Dann eine Schweinezucht. Die kommt im Querformat. Und zwar direkt an der Straße. So. Genau. Wieder 1, 2, 3. 1, 2. 5 Felder beinhaltet die. Hier kommt gleich das Silo hin. Bei dem wieder eine Schweinezucht. Gleiche Prinzip. 1, 2. Dann wieder 2 Wurstfabriken hin. Einmal eine Straße drumherum. Das ist die untere Hälfte. Dann kommt hier oberhalb die Feuerwehr hin. Daneben die Handwerkskammer. Seht, hier ist ein bisschen grün. Und dann kann man an der Straße erweitern. Dann kommt wieder ein Lagerhaus. So, ist wieder auch gemacht. Einmal mit Straßen verbinden. Und das gleiche Prinzip wie vorhin hier unten kommt dann hier oben hin. Ne? 1, 2. Schweinezucht. Damit man das alles so ein bisschen gucken kann. So. Drei hoch. Nein, falsch. Falsch. Abreißen. Hier, 5. Nochmal eine Schweinezucht. Wieder 3. Breit. 1, 2. Ja. Hat 5. Und dann wieder 2 Metzgereien. So, jetzt bauen wir aus. So sieht schick aus. Ausbauen. Alles schick machen. Und Pfeil. So. Und dann seht ihr hier. Könnt ihr die Silos daneben bauen. Zack. 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 Und noch ein Silo. Mal aufrüsten. So. Fertig ist er. Das ist mein zweites Layout. Macht ein bisschen was her. Sieht schick aus. Ne? Allerdings, wie ich ja gerade gesagt habe, ne, -8 pro Farm, pro Metzgerei. Dann habt ihr hier
Ihr habt dann 4 Schweinezuchten und 8 Metzgereien. Mit dem Silo versorgt dann eine Schweinezucht 2 Metzgereien. Und diese 8 Metzgereien mal Schweinezucht, das ist dann schon ein bisschen unattraktiv für die Firma. Für die Firma, für die Insel. Und gut. Aber für den Anfang finde ich das nicht schlecht. Hat was, macht was her. Das ist Layout Nummer 2. Wir reißen wieder ab. Wir kommen jetzt zum Layout Nummer 3. Und zwar ist Layout Nummer 3 dieses Layout. Dieses Layout hat 4 Schweinezuchten, hat 8 Metzgereien, die Schweinezuchten am Silo, ein Getreidefeld mittendrin, damit die Silos befüllt werden, 2 Lagerhäuser und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen hin und bauen dieses auch nach. Ja, jetzt mal eben gucken, das ist das Layout Nummer 3. Tja, Freunde, und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt an der Stelle das Layout nach und fangen einfach mal an. Es geht los im Blaupausenmodus mit einem Lagerhaus. Ich mag die Lagerhäuser so aussehen, weiß nicht, warum das so ist. Da kommt dann eine Straße als Anhaltspunkt dazwischen. Hier kommen dann neben der Straße 3 mal Wurst im Querformat. Dann einmal Wurst im Hochformat. Dann ist die Ecke schon mal fertig. War ja leicht. Dann geht's los mit Schweinefarm. Schweinefarm. Die kommt dahin, glaube ich, erste Ecke. Ist das so richtig? Hopp. Verkehrt. Drehen. Der muss nämlich so hin. 2 Felder ein Feld in diese Richtung. 4 Felder da oben. Da oben drüber kommt dann die nächste. Wieder mit 5 Schweinefeldern. Hier neben kommt die Silos hin. So. Dann kommt hier unten neben dem Lagerhaus, das was ich am genialsten finde, ein Getreidefarm, die Silos befüllt. Dann wieder ein Lagerhaus. Wieder eine Straße. Ein Stück hochsetzen. So. Wieder Wurst. Querformat. Straße bauen. Jetzt nicht darauf geachtet. Hier eine runtersetzen. Straße nach oben. Wieder einen dahin. Wenn hier oben mit Straßen verbunden. So, jetzt nicht. Ist das so? Ist das so? Ja, mit einem Feld. Erstmal eine Seite fertig machen. Dann wieder eine Schweinezucht. Mit einem. Mit 5 Feldern. Da oben wieder. So kommt die dahin. Hoppala. Ach ja, kommt wieder Silo hin. Dann kommt hier oben Straße hin. Bisschen an Silo ran. Gleiche dann hier. Straße hin. So, Getreidefeld. Kriege ich jetzt ein bisschen Getreide zum Bearbeiten. Was nur ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, wie ich finde, aber jetzt nicht großartig schlimm,
Das da. Ja, zwei. Zwei, ne? Zwei? Warum hat es nur drei? Oh, drei. Equal da zwei. Bisschen mit zwei. Geht doch einfach nach zwei. Hoppala. Weiß nicht, warum ich hier oben auf 3 gegangen bin. Ihr könnt ja Überproduktion. Doch einfach weg. So. Jetzt hat er hier ein oder zwei. Irgendwie bin ich hier einfach rutscht. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Hier fehlt die Straße. Das ist das Problem. Hier darf keine Straße hin. Da habe ich den Fehler gemacht. Also, da kommt da hier unten auch noch Felderlein hin. Da kommt die Straße hier drüber. Hier rum. Wir bauen aus. Los geht's. Das Ausbauen ist immer am geilsten. Wenn die dann gebaut sind, gehen wir hin und bauen die Lager oder die Silos, die ich ja am geilsten finde von der ganzen Geschichte. Dann kann man nämlich hier noch ein Feld hinsetzen, guck mal. Wirf das in den Hochofen. So, und das ist auch noch ein Silo. Und dann rüsten wir die auch aus. So, dann kann man noch ein Feldchen hinsetzen. Wie gesagt, was ich euch ja gerade gesagt habe, was mich so ein bisschen stört, ist die Handwerkskammer. Die Handwerkskammer kann man aber hier zwischenbauen, weil wir haben ja schon Überfelder. Wir haben ja anstatt 144, 165 Felder. Da könnte man jetzt zum Beispiel diese hier wegnehmen. Wenn wir eine Handwerkskammer nehmen. Gucken. So, muss ja ungefähr die Größe sein. Handwerkskammer. Zack, kommt da rein. Wie wird es mit Handwerkskammer aussehen? Ja. Das ist, wie gesagt, Layout Nummer 3. Verdammter Smog. Smog. Layout Nummer 3. 8 Schweinezuchten. 8 Metzgereien. 4 pro Seite. Mit den Silos. Zusammen genauso viel Schweine produziert, wie Metzgereien da sind. Eine Handwerkskammer dazwischen, falls ihr Module habt. Und ich selber habe mit diesem Layout noch nicht gearbeitet. Habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt. Und ich würde sagen, das werde ich mir in meinem nächsten Endlosspiel, werde ich mir das mal zu Gemüte führen, weil das hat was. So, da habe ich noch viel vergessen. Ja. Das waren meine Layout-Vorschläge für Wurst. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Welches ihr jetzt nehmt, überlasse ich gerne euch. Ich persönlich bin mit dem zweiten Layout immer ganz gut gefahren, weil die sich auch erweitern lassen. Genauso wie sich jedes andere Layout auch erweitern lässt hier. Ne? Das heißt, ihr habt dann eine größere Insel, könnt ihr noch einen dran setzen. Den Kopiertool. Zack, direkt daneben. Natürlich gibt es dann wieder Probleme mit der Handwerkskammer, obwohl ich ja doch, die ist rot umwandelt. Ihr könnt die dann überall auf der Insel platzieren. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Welches Layout ihr nehmt, überlasse ich euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Kommentiert das Ganze, wenn ihr vielleicht bessere Vorschläge habt. Würde mich freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sage ich mal, bis zum 4. Teil. Diesmal gehen wir dann zum Brotbacken. Ich stelle euch wieder 3 Layouts vor, mit ein bisschen Statistik etc. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kenny. Macht's gut.